Wir haben letzte Woche auf TikTok eine Diskussion geführt, die etwas umfangreicher war, als ich dachte. Es ging um meine These, dass ich gesagt habe, wer heute nicht ChatGPT täglich mindestens so oft wie eine Zahnbürste, das ist der Toothbrush-Test, also 2-mal am Tag für seine Arbeit verwendet, macht was falsch. Es gibt keinen Job, in dem es nicht möglich ist, das einzusetzen. Das hat viel Diskussion ausgelöst. Ich Mechaniker. Erzählt mir mehr, Bro. Der Maurer so. Solange das Ding nicht röntgen kann, brauche ich es nicht. Schwachsinn. Ich denke lieber selbst. Ich bin Lokführer. Wie soll ich ChatGPT einsetzen? Ich kenne alle Antworten schon, die ChatGPT mir geben könnte. ChatGPT hilft dir vielleicht, ein paar bunte Folien zu zaubern. Aber der Vortrag wird trotzdem schlecht. Es waren wirklich, wirklich viele Sachen dabei. Einer sagte auch noch, was soll der Clown mit KI machen? Ich wusste jetzt nicht, ob es ernst gemeint war oder nicht, aber auch darauf habe ich geantwortet. Und das heißt nicht, dass ich für jeden Job im Einzelnen weiß, was macht jeder Job im Detail. Es ging mir viel mehr jetzt um die Frage, warum kommt so eine Reaktion typischerweise, wenn es eine neue Technologie gibt, immer und immer wieder bei dem Thema Internet. Würde es denn sich jetzt für mich lohnen, mir Zugang zum Internet zu verschaffen? Was findet man denn da überhaupt? Später beim iPhone, BlackBerry gab es die Riesendiskussion, wie soll man denn ohne Tastatur im Business-Kontext überleben, und Leute, sogar der Microsoft-Chef, haben über das iPhone gelacht. $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Etliche Beispiele der Reaktion. E-Mail an. Stammkunde seit 20 Ich schreibe keine E-Mails. Das tue ich mir nicht an. Das diktiere ich. Also wenn Sie mir eine E-Mail schicken, dann wird die mir ausgedruckt. Vielen Dank für Ihre E-Mail vom Ich brauche keinen Computer, ich habe eine Ahnung, was drin ist. Ich mache die gesamten Dispositionen für die Produktion mit ausgedruckten Listen und dann diktiere ich in das Band. Das habe ich auch immer schon gehabt. Beim ganzen Cloud-Thema fallen mir etliche Beispiele ein. Warum sollte man zeitgleich in einem Dokument etwas schreiben und editieren können? Ich könnte es endlos weiter auflisten. Und dasselbe erleben wir jetzt bei KI. Wofür soll ich das benutzen? Das ist nicht so gut wie Google. Das geht in meinem Job nicht. Ich arbeite eh nicht am Rechner. Der Punkt ist der: alle diese Punkte sind berechtigt. Die Einwände sind berechtigt. Aber wie gesagt, wenn man nicht abgehangen werden will, dann sollte man verstehen, woher kommt das und wie kann man eben damit umgehen. Ich sage keineswegs, dass es besser ist, übertrieben positiv zu reagieren und sagen, das wird alles super, aber eben auch nicht übertrieben negativ. Die Wahrheit liegt natürlich wie immer in der Mitte, aber es gibt gute Gründe, warum wir tendenziell so reagieren. Und die haben damit zu tun, dass wir im Hirn so angelegt sind, dass wir nicht zu viel Energie verbrauchen sollten. Das ist biologisch so angelegt. Das heißt, das Hirn ist darauf aus, möglichst wenig Energie zu verbrauchen oder effizient zu funktionieren. Wenn wir was Neues tun, was Neues erleben, kostet das deutlich mehr Energie, als wenn es eine Routineaufgabe ist, an die wir gewohnt sind. Und das ist exakt der Grund, warum dann, wenn neue Dinge passieren, eben sehr viele Menschen sehr skeptisch reagieren, sehr ablehnend reagieren, erstmal sagen, will ich nicht, geht nicht bei meinem Job, so wie ich arbeite, funktioniert das nicht, oder auch gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Also die große Mehrheit würde gar nicht die Frage stellen, warum sollte ich es überhaupt benutzen? Die haben sich einfach noch nicht damit auseinandergesetzt oder haben auch nicht die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und genau in diesem Konflikt befinden sich die meisten Menschen. Ich auch. Es gibt definitiv Dinge, wo ich sage, da bin ich nicht der Erste und bin nicht ganz vorne dabei oder verpasse manchmal etwas oder da fallen mir 1000 Sachen ein. Und das ist auch völlig okay. Wichtig ist, nur wenn man dann merkt, jetzt passiert wirklich was, da ist was und die Fakten sprechen dafür. Jetzt drauf zu schauen, zu sagen, ich weiß, mein Hirn sagt mir eigentlich, ich finde das alles doof und in meinem Job geht das nicht und das funktioniert nicht. Aber in dem Moment dann hinzuschauen und zu sagen, okay, wait a minute, hier passiert was kann ich damit tun? So, jetzt angenommen, ihr sagt, okay, verstanden, und jetzt habt ihr einen Moment der Offenheit und sagt, ich probiere es mal aus. Ich versuch's mal, offen, ehrlich, ganz klar. Dann fragt ihr euch natürlich zu Recht, jetzt ist mein Job an der Kasse, am Auto, in der Kita, auf der Straße als Polizist, Polizistin und so weiter, oder ich bin Clown in der Manege, wie gesagt, auch gehört. Warum oder wo kann ich KI einsetzen? Ein sehr gutes Beispiel, was tatsächlich MP beim Schnitt eingefallen ist. Wir haben Christoph Werner, den Inhaber von DM,
zweimal bei uns im Podcast gehabt und interviewt. Und eines der Themen, warum ich ihn auch nochmal sprechen wollte, war, er hat sehr früh bei DM für alle 16.000 Mitarbeitenden, für alle, auch in den Filialen, DM-GPT ausgerollt. In der Version 3,5, sodass jeder damit ein Jahr lang experimentieren konnte. Wie kann man es vom Kunden benutzen? Was kann man damit machen? Und. Und tatsächlich könnte man jetzt sagen, was soll ich an der Kasse damit tun? Aber es gibt offensichtlich Dinge, die in den Filialen auch dafür im Einsatz waren. Natürlich gibt es vielleicht mehr Sachen, die in der Zentrale sinnvoll sind, aber nichtsdestotrotz hat er alle einmal mitgenommen, um zu schauen, wo kann es für mich in meinem Job eingesetzt werden. Den Spruch, den er dazu hat, und den fand ich großartig. Betroffene zu Beteiligten zu machen. Hört sich so einfach an, wird ganz, ganz oft allerdings nicht beherzigt. Und ich ergänze noch den Halbsatz, durch Befähigung. Und dafür tragen wir auch selbst eine Verantwortung. Mit Sicherheit gibt es Jobs, wo es weniger Potenzial hat. Aber mir geht es auch darum, immer nach vorne zu schauen und zu sagen, okay, what's next? Was kommt als nächstes? Was muss ich vielleicht verstehen? Warum? Schritt voraus zu sein, ist nicht ganz verkehrt. Nicht in jedem Detail, aber ihr seid den anderen einen Schritt voraus. Das ist erstmal immer ein gutes Gefühl. Das Zweite ist, wenn ihr auf euren Job schaut, dann fragt euch, wo kommuniziere ich? Das heißt, wo habe ich Dinge, die schriftliche, aber auch gesprochene Kommunikation erfordern. Telefonieren, E-Mails schreiben, Berichte schreiben und so weiter. Gibt es in jedem Job in irgendeiner Form. Natürlich mal mehr und mal weniger, ist völlig klar. So, und das ist jobspezifisch. Und dann gibt es eine Sache, die meiner Meinung nach in jedem Job mit KI geht. Und das ist das, wofür ich es immer einsetze. Und das ist das Sparring. Das heißt, KI, und das kann jetzt erstmal ChatGPT sein, um das zu üben, aber KI generell als Sparringspartner einzusetzen, damit ihr Feedback bekommt, Coaching bekommt, Hilfe bekommt. Denn beim Coaching geht es nicht immer darum, die perfekten Antworten zu bekommen. Es geht manchmal darum, Fragen gestellt zu bekommen. Ich mache das häufig Spracheingabe an. Ihr sprecht was rein. Also mal ganz neutral drauf geschaut. Du bekommst diese Nachricht. Du bist der Teamlead. Und was wäre quasi dein Gefühl, mit der dich diese Nachricht erreicht? Ich möchte, dass du mir sagst, was du zwischen den Zeilen hörst. Wenn ich diese Nachricht als Teamlead erhalte, würde ich zwischen den Zeilen Folgendes wahrnehmen. Obwohl du Verständnis und Dankbarkeit zeigst, könnte ich das Gefühl bekommen, dass du dennoch ein bisschen unruhig oder unzufrieden bist. Vor allem wegen der Probleme mit dem Dienstleister und den nicht aufgeräumten Daten. Es wirkt so, als ob du diese Themen im Hinterkopf behältst und sie dir ein gewisses Maß an Sorge bereiten. Und ihr könnt ja auch einen sogenannten System Prompt hinterlegen, das kann man in der Einstellung machen, der sagt, stell mir immer eine Anschlussfrage, die nicht so super offensichtlich ist, die mehr so zwischen den Zeilen ist. Das ist ein Sparringspartner. Probiert das mal aus, das geht in jedem Job und ich bleibe dabei, ihr solltet keine personenbezogenen Daten oder sowas dann eingeben, aber nichtsdestotrotz, einen solchen Case mal zu testen und zu erleben, dass das funktionieren kann, ist so ein erster Spark für die Phase, die jetzt kommt, wo wir vermutlich sehr, sehr, sehr viele Chatbots sehen werden, die das irgendwann für uns tun werden. Und wenn ihr dann immer noch sagt, das ist aber der Job vom Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Meister, das machen nur die ProjektleiterInnen, dann stellt euch doch mal die Frage, was spricht denn dagegen, wenn ihr ChatGPT nehmt oder die KI, mit der ihr arbeitet, nehmt und sagt, hey, was wären jetzt die Fragen, die meine Geschäftsführerin mir stellen würde, wenn ich das vorschlage? Oder wie könnte man es verbessern? Und dann meldet ihr euch mit dem Vorschlag beim Chef, bei der Chefin und arbeitet damit. Da bin ich immer ein großer Freund von, Hierarchie nochmal zu übergehen und gute Ideen einfach nach vorne zu pushen und auch zu sagen, hey, ich habe KI eingesetzt, ich habe das vorbereitet. Das wäre jetzt meine, gemeinsam mit der KI erarbeitete neue Idee. So entsteht Innovation. Das sind meine Gedanken zu dem Thema, denn ich glaube sehr stark daran, dass nicht KI alleine die Jobs ersetzen wird. Bestimmte Dinge werden automatisiert, fein, arbeiten wir auch dran, aber das ist nicht so trivial, wie man denkt. Das, was aber sehr wohl passieren wird, ist, ihr habt Leute, die können das verdammt gut benutzen und die werden definitiv auch Jobs abnehmen von anderen, die sagen, habe ich keine Lust, will ich nicht mehr umgehen. Deswegen, es lohnt sich damit auseinanderzusetzen und ich hoffe, ich habe ein bisschen was an Spark mit dem Video setzen können. Kommentiert mal rein, was ihr denkt. Nehmt mir mal die Jobs, die ich jetzt vergessen habe zu besprechen. Ich kann hier auf YouTube deutlich länger kommentieren als auf TikTok, also insofern challenge mich und schreibt was rein und ansonsten danke bis hierhin fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal und schaut mal in ein paar andere Videos rein, die wir gemacht haben.